Hallo liebe Zuschauer. Ja, heute nehme ich das Thema auf Dating, möchte aber schon vorab sagen, wenn ich dumme Kommentare bekomme und ich habe jetzt festgestellt, wie viele Gehirnlose im Internet tätig sind, die werde ich dann also kurzerhand auch blockieren und mich gar nicht mehr mit denen befassen. Es geht also hier um das ernste Thema Dating, jemanden hier in Thailand kennenzulernen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und man kann auch vieles falsch machen. Also zu meinem Werdegang, ich bin jetzt im Februar, also nächsten Monat, bin ich 6 Jahre jetzt hier. Ich habe mich damals, bevor ich nach hier gekommen bin, scheiden lassen von meiner Frau. Und wenn sie den Film sieht, hallo, wir haben also noch immer einen sehr netten Kontakt. Kommt man also allein, mein Hund hat wohl was gesehen, kommt man also alleine nach hier und man hat ja gewisse Vorstellungen. Hallo, ich habe Filmaufnahmen. Dann hat man ja vorab gewisse Vorstellungen und was man von den Medien mitbekommt. Ich muss sagen, das hat nicht zugetroffen. Es ist also nicht so, wenn man nach hier kommt, dass die Thai-Frauen auf einen zukommen und ja, eine Beziehung anfangen wollen. Ja, das sind eher diejenigen, die in den Lady-Bars sind, die geschäftlich tätig sind. Ja, da ist es also kein Problem. Ich war gut ein halbes Jahr, wie ich hier war, Single und einige dachten, ich wäre schon schwul. Nur ich habe mir die ganzen Szene ganz in Ruhe angeguckt, was mit meinen Freunden und Bekannten passiert, die also Thai-Frauen haben oder hatten. Und war eigentlich erschrocken. Es ging immer um die Finanzen. Das ist also ein ganz wichtiges Thema hier. Und man muss auch den Background dazu verstehen. Ja, und das Ganze hat mich dann irgendwie abgeschreckt und habe dann gedacht, nee, das ist also nicht die richtige Kultur. Nein, Thai-Frauen, das ist nichts für dich. Und habe mich dann über Facebook, ich hatte schon ziemlich viele Freunde drin und unter anderem meine Ex-Frau. Und ja, da war noch was Wichtiges, was mir aufgefallen ist. Viele, die sprachen kein Englisch und als älterer Mann Thai zu lernen, ich gratuliere alle diejenigen, die das wirklich können. Ich würde es auch gerne, aber ich weiß nicht. Also das klappt einfach nicht, Thai zu lernen. Ich wollte jemanden haben, der gut mit mir kommunizieren kann, sprich also Englisch in dem Fall. Ja, und dann habe ich dann meine Ex-Frau kennengelernt über Facebook. Wir haben uns auch getroffen und es war auch alles wunderbar. Ich kann da gar nicht, wir sind heute auch gute Freunde, wir helfen uns gegenseitig, kein Thema. Aber da kam schon was raus. Sie hatte ein Business hier und ein Business hier zu haben ist äußerst schwer. Die Thais wollen das einfach gar nicht. Und sie tendierte schon vor über einem Jahr dahin, Asien zu verlassen. Und das war für mich keine Option. Also für mich stand fest, ich bleibe in Thailand und ich bleibe auch auf Samui, weil ich Samui einfach nur klasse finde. Ja, wir haben darüber gesprochen und naja, wir haben uns also daraufhin getrennt. Aber die 3,5 Jahre, wo ich mit ihr zusammen war, habe ich dann auch festgestellt, was nicht so gut ist, wenn man eine Farang-Frau hat, weil meine Ex-Frau, die war noch keine 50, die musste auch alle 3 Monate das Land verlassen. Und von hier, von Samui nach Malaysia, sind das über 12 Stunden, wo sie unterwegs war. Sie stand also morgens um 4 Uhr auf und kam dann abends um 8, 9 Uhr erst wieder zurück, um ihren Stempel im Pass zu haben, um also 3 Monate länger hier zu sein. Und glaubt mir, da hat man also als Partner immer ein mulmiges Gefühl, kommt sie wirklich nach Hause. Denn die Minivan-Fahrer, die fahren wie die Bekloppten, die Highway dann runter und Teufel komm raus und man weiß nicht, ob sie zurückkommt. Ich hatte sehr oft auch ich hatte Angst, dass ihr was passiert. Ja, das kam aber erst hoch, als ich das mal so feststellte.
Und wie wir uns getrennt haben, kam das in die Waagschale rein. Soll ich es aber mal mit einer Thai-Frau versuchen. Diese Frau wird fast zu 95% gerne hier in Thailand bleiben, hat kein Problem mit dem Visum. Es muss eine Frau sein, natürlich, die Englisch sprechen kann. Also Kommunikation ist für mich absolut wichtig mit meinem Partner. Ich möchte also wissen, wie es ihm geht, und nur übers Handy, über den Translator ist nichts. Man muss sie also schon verstehen. Ja, und dann bin ich dann auf die Suche gegangen, habe meinen Kriterienkatalog mal aufgestellt. Was will ich denn eigentlich? Okay, was sieht man im Internet? Das Bild. Also sie muss ansprechend sein für mich. Sie muss Englisch sprechen, sie soll einem Beruf nachgehen oder einer Tätigkeit. Sie darf nicht in der Ladybar arbeiten und auch nicht in der Massage. Bei den Ladybar Girls ist es ja so, die haben teilweise ein sehr hohes Einkommen. Dieses Einkommen geht ja fast zur Hälfte immer zu den Familien. Und dann kann sie ja nicht auf einmal mit 10.000 Watt oder 15.000 Watt kommen. Man will ja auch nicht, dass sie jeden Abend mit einem anderen Kerl schläft. Also man löst sie aus. Das heißt, man übernimmt die Kosten, die sie immer verdient hat. Die sie verdient hat. Und das ist natürlich eine Rechnung, da geht meine Excel-Liste über die Kosten von Thailand absolut nicht aus. Daher muss also einen eigenen Job haben, sie muss ihr eigenes Geld verdienen. Ja, und da gibt es eigentlich nur 3 Internet-Apps. Für einige ist das vielleicht noch ganz neu. Ich bin also auch noch aus der Zeit, wo man also in der Disco die Partnerin kennengelernt hat damals, aber das läuft also heute nicht. Man kann zwar hier in eine Disco gehen, aber zu 100% wird man dann angesprochen, ja, und dann wird ein Abendhonorar ausgehandelt. Also käufliche Liebe, kann man vergessen. Und daher ist es also einfacher, übers Internet jemanden auszusuchen. Ja, da habe ich dann einmal eine App, Tinder heißt die. Und wo ich bei den ganzen Apps ganz großen Wert drauf lege, ist, dass ich die Entfernung von meinem Wohnort angeben kann. Was habe ich davon, wenn jetzt hier im Koh Phangan, das sind also 25 Kilometer und Fährbetrieb, wenn ich da jemanden finde, will ich da jedes Mal rüberfahren? Nein. Also im Umkreis von 15, maximal 20 Kilometer kann ich das akzeptieren, weil man weiß ja nicht, wie sich die ganze Sache entwickelt. Also die 3 Apps, die ich euch jetzt vorstelle, kann man also da die Entfernung eingeben. Das ist wie gesagt die Tinder. Und wenn ihr da reingeht, dann könnt ihr da auf Einstellungen klicken und dann könnt ihr die Entfernung eingeben und auch das Alter. Das ist es denn eigentlich. Und anschließend bekommt ihr eine Auswahl von Frauen, die sich dort eingetragen haben. Es sind auch teilweise Farangs dabei, aber bedenkt immer wieder, wenn ihr eine Farang-Frau nimmt und die ist noch keine 50, dann habt ihr das Problem mit dem Visum. Teilweise habt ihr auch das Problem, wie kann ich die unterhalten, wenn sie keinen Job hat. Und jetzt kann ich nur davon abraten. Also sucht euch eine Thai, dann seid ihr auch viel besser in Thailand integriert, zumal sie ja auch die Sprache spricht. So, gehen wir mal weiter. Tinder, dann bekommt ihr also wie gesagt da die ganzen Angebote, also von Frauen. Man geht ja natürlich nach dem Aussehen. Und da kommt schon die nächste Krux. Ich habe also insgesamt
ja, 12 oder 15 Dates schon hinter mir. Und ich muss sagen, alle lügen mit ihren Bildern. Meine Tochter hat mir gezeigt, wie das geht. Man kann also auf das Handy Apps runterladen, da kann man das Gesicht schmäler machen oder runder, große Augen, Hautunreinheiten kann man also entfernen. Also traut dem Bild nur zu 50%. Teilweise war es so schlimm, ich konnte sie gar nicht erkennen, wenn ich das Bild so sah und sie saß vor mir. Also da wird man nach Strich und Faden belogen. Ja gut, dann kann man sich also da jemanden aussuchen und vielleicht einen Termin mit der ausmachen. So, jetzt gehen wir rüber zu Badoo. Das ist also eigentlich mein Favorit. Da sind praktisch, ja, da sind die meisten Thai-Frauen auch drin. Da kann man auch das Alter eingeben und auch die Entfernung. Und dann bekommt man eine Auflistung von den ganzen Frauen mit einem kleinen Bildchen, gestaffelt nach der Entfernung von deinem Wohnort. Eine super Sache, muss ich sagen. Darüber habe ich auch die meisten Dates organisiert. Und dann gibt es noch Thai Friends, ja, wie heißt sie nochmal? Ich muss mal gucken. Dann gibt es noch die App Thai Friendly. Da sind nicht so viele drin. Also mein Favorit ist immer Badoo. Und ja, wie fängt man an? Also man muss sich vorstellen, das sind ja keine gewerblichen, die meisten sind keine gewerblichen Frauen da drin. Das sind also ganz normale Frauen, die auch schon ihre schlechten Erfahrungen gemacht haben mit Männern. Ihr könnt davon ausgehen, dass alle, außer sie sind unfruchtbar, haben mindestens ein Kind. Ein Kind bedeutet eine Rentenabsicherung. Hier ist das ja ein bisschen anders als in Deutschland. Ihr könnt davon ausgehen, 1 bis 2 Kinder haben die Frauen schon, haben ihre schlechte Erfahrung gemacht mit Thai-Männern, die einfach abgehauen sind und haben die verlassen. Oder es sind welche, die haben schon Erfahrung mit Farangs und daher können sie also auch schon was Englisch. Aber die normalen Frauen, die sind sehr vorsichtig. Also wenn man da sexuell direkt vorgeht, kriegt man keine Antwort mehr. Ich will nicht sagen, ist ein Trick von mir. Nein, ich schreibe dann immer oder frage, ob sie Hunde lieben. Es ist ja bei mir, ich habe ja 2 Hunde und es käme gar nicht zum Tragen, dass ich eine Frau nehmen würde, die keine Hunde mag. Das passt einfach nicht. Ja, und auf so eine simple Frage, die unverfänglich ist, bekommt man dann meistens eine Antwort und dann kann man da vorsichtig sich weiterarbeiten, um vielleicht ein Date auszumachen. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich sie eingeladen habe zum Kaffee. Dann sieht man sie also 1 zu 1 und genauso sie sieht euch ja auch. Und dann spricht man über belanglose Sachen, bis man dann auf den Konkreten geht. Und ich habe jetzt vor 2 Wochen jemanden kennengelernt, die ist ja auch in meinen letzten Filmen drin gewesen, die Pitti, eine super nette. Ich frage den auch immer, ja, wo arbeitest du denn? Und wie gesagt, ich hatte ja vorher schon gesagt, Ladybar hatte ich auch schon mal eine mit einem Date, habe ich ihr klipp und klar erklärt, das kann gar nicht funktionieren, ich kann ihr gar nicht das Geld geben. Und bei Massage ist es so, die sind ja meistens in den Massagesalons, leben die ja auch, die schlafen da auf den Betten. Und die sind also von 9 Uhr bis 9 Uhr abends oder 10 Uhr sind die eingespannt und dann kriegt man die dann nicht raus oder man muss sie auslösen. Das hat natürlich auch wieder einen Geldfluss in die andere Richtung zu bedeuten, was ich ja nicht machen möchte. Also ich frage immer nach dem Beruf. In meinem Fall war es oder ist es so, dass sie in einem Hotel arbeitet als Zimmermädchen, also bodenständig. Beim Live-Treffen gucke ich dann auch immer, ob sie viele Tattoos hat. Denn viele Frauen, die in den Ladybars gearbeitet haben, haben auch überall Tattoos. Und das ist ein kleiner Indiz, wo man dann aufpassen muss, dass also vielleicht nicht der richtige Umgang für euch ist.
Ja, und wenn das erste Treffen gut gewesen ist, dann macht man eben halt ein neues Treffen dann aus und dann wächst die Sache so zusammen. Also ich würde an eurer Stelle folgendermaßen vorgehen. Im Bado die App nehmen, tragt mal eure Daten da ein. Übrigens, da wird auch mit dem Alter gelogen. Ich habe auch gelogen beim ersten Mal. Ich habe mich mit 55 Jahren eingetragen. Wer will denn einen alten Sack mit 65 haben, wenn du da nach einer Frau guckst, die da um die 38 denn ist, was ja hier möglich ist. Die Frauen da sind da gar nicht abgeneigt, einen älteren Mann zu nehmen. Hier ist die andere Philosophie. Im Alter bringt man auch eine gewisse Sicherheit rüber. Vor allen Dingen wir als Pensionäre, wir haben ja unser geregeltes Einkommen und die wollen Sicherheit haben, die Frauen. Die kommen ja teilweise aus sehr ärmlichen Verhältnissen, aus dem Isan und da sind wir also ein Goldtreffer. Aber wenn es weitergeht, wenn man sie kennenlernt, muss man sich Schranken setzen. Ich habe also von anderen das mitbekommen, ja, ein Moped und dann ist die Mutter krank, der Vater ist krank, kannst du mal was bezahlen, ich muss mal dahin. Also da bin ich ganz strikt. Ich gebe nur Geld für meine Partnerin aus, für meine Partnerin. Und wenn ich ihr ein Moped kaufe, ist das Moped auf meinem Namen zugelassen. Und wenn sie mich verlassen sollte, dann hat sie denn auch nichts. Dann hat ja vorher etwas nicht gestimmt. Gestimmt? Ja. Was ich mache, nämlich das kommt nach einigen Wochen kommt immer die Frage, ja, wenn mir also was passiert und bla bla bla, was ist denn mit mir? Also ich sage meine Mädels Folgendes. Also wenn das klappt mit uns, nach ein paar Wochen werde ich eine Unfallversicherung abschließen hier bei meiner Bank. Die kostet 3.200. Dann habt ihr dann nämlich das schon mal aus dem Kopf, wenn die hier einen Unfall hat und du liebst die Frau und die Kosten sind so hoch, dass du es nicht bezahlen kannst, dann ist es ja crazy. Hä? Dann gehst du vielleicht an Geld ran, was du gar nicht besitzt, dann nimmst ein Darlehen auf und sowas. So, mach das gar nicht. Mach eine Versicherung, 3.200 Baht kostet das, dann ist also mit 100.000 Baht abgesichert. Das andere Ding ist, was ich ihr dennoch sage, ich möchte nicht, dass meine Frau ins Krankenhaus hier unter 36 Menschen in einem Großraum lebt und nicht die dementsprechende ärztliche Versorgung bekommt. Da bezahle ich im Jahr 15.000 Baht und dann ist er diesbezüglich auch abgesichert. Die 15.000 Baht mache ich dann aber so, dass ich das monatlich bezahle. Und wenn wir auseinandergehen, dann war es das, dann höre ich auf mit den Zahlungen und dann hat sich die Sache erledigt. Okay, die Unfallversicherung, die hat sie dann noch, aber für 3.200 Baht, da gibt man an anderen Dingen vielleicht noch mehr Geld aus. Ja, das Thema Geld ist also eine ganz große Sache. Du kannst eine ganz liebe Frau hier finden und die steht auch zu dir, aber bedenke, hier ist der Familienverbund mehr wert als teilweise die Partnerschaft. Die Familie bedrängt deine Freundin ja, Geld rüberkommen zu lassen. Denn wir Farangs sind in deren Augen alle Millionäre. Also wundere dich nicht, dass er irgendwann mal kommt, dass er Geld für die Familie haben möchte und da musst du eben halt strikt sein. Das kann sehr schwer dir fallen, aber du musst auch klipp und klar beibringen, dass du nichts für die Familie bezahlst. Du bezahlst für ihr Leben, für ihre Absicherung, was du noch machen kannst, was ich dann auch noch anbiete. Ist jetzt meine Vorstellung, wenn das also mit der Pitti klappt. In so ungefähr einem halben Jahr werde ich eine Lebensversicherung auf mich abschließen. Und wenn mir was zustoßen sollte, dann bekommst du die ausgezahlt. Dann ist sie eben halt nicht mittellos und bekommt ein Jahr 100.000 Baht, was sehr viel Geld ist für die. Dann hat sie also schon mal eine Grundabsicherung. Zumal das ja mit der Rente, wenn man es also heiratet, ja heutzutage sehr schwierig ist. Wie ich gehört habe, spielt da auch der Altersunterschied eine große Rolle.
wie viele Jahre man miteinander verheiratet ist. Also da sollte man was Kurzfristiges machen und schließ einfach eine Lebensversicherung ab. Wenn das mit deiner Freundin dann nicht klappen sollte, dann kannst du das ja zusätzlich auf deine Tochter dann abschließen oder deinen Kindern. Ich habe dann noch andere Absicherungen, dass meine Tochter zum Beispiel in dem Fall auch genügend bekommt, wenn ich es hier das Zeitliche segnen sollte. Also das solltest du auch nochmal berücksichtigen. So, Resümee aus der ganzen Sache ist, wenn du also nach hier kommst, geh in Bado, such dir eine nette Frau aus, versuche mit ihr in Kontakt zu kommen, treffe dich mit ihr, schaue darauf, welchen Job sie ausführt und dann kann man sich ja weiter treffen und sage ihr klipp und klar, was du vorhast, dass du also eine Unfallversicherung für sie abschließen möchtest, auch eine Krankenversicherung. Und dass du denkst, in einem halben Jahr, wenn alles wirklich klappt, auch eine Lebensversicherung festlegst auf diese junge Dame. Was mir noch einfällt, wundert euch nicht, wenn ihr mitteilt nach Europa, dass ihr jetzt eine neue Freundin habt und die ist 20 oder in meinem Fall die ist 25 Jahre jünger. Die haben keine offenen Ohren dafür, die können das gar nicht verstehen. Es ist ein Glücksfall für den Mann, dass die Frauen hier nicht abgeneigt sind, einen älteren Mann zu nehmen und auch zu lieben. Zumindest zeigen sie es. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist bei denen auch geborgen. Seid glücklich darüber, nimmt es auf. Für euch ist es natürlich eine tolle Sache, wenn ihr älter werdet, dann habt ihr auch hoffentlich dann auch jemand, der jünger ist und euch dann auch dementsprechend pflegt, sage ich mal, sich um euch kümmert. Denn die Jahre werden kommen, wo wir auf Pflege angewiesen sind und dann seid ihr eigentlich hier im richtigen Land. Und hört einfach nicht auf die, die in Europa sind. Die sind teilweise neidisch, die gönnen euch das nicht. Ich habe noch von keinem Mann gehört, dass er keine jüngere Frau begehren würde. Nein, kenne ich keinen. Und die älteren Frauen in Deutschland tun mir leid, die können dann in Deutschland einen Mann suchen. Aber hier habt ihr die bessere Auswahl, sag ich mal, wenn ihr sowieso nach Thailand kommen wollt. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt die meisten Fragen beantwortet. Sollten da noch welche kommen, werde ich sie beantworten. Solange sie nicht unter die Gürtellinie gehen oder negativ über Thai-Frauen sich Äußerungen ergeben, die werden alle blockiert. Ja, Feedback hätte ich dann auch gerne darauf. Vielleicht kommt dann noch ein zweiter Film, wenn ich da viele Dinge vergessen haben sollte. Das wäre es dann eigentlich. Aber für diejenigen, die also eine feste Beziehung suchen, Finger weg von den Berufen, die ich da eben genannt habe, dann habt ihr eine bessere Aussicht für euer Leben. Okay? Tschüss.